Hi. Meme coins and probably to a lesser extent AI are going to be the big performers in 2025. Warum könnten Meme-Coins 2025 die großen Performer sein? Also, versteht mich jetzt nicht falsch. Utility-Tokens und Assets wie Bitcoin sind für mich viel nachhaltiger als Coins wie Bongbrett oder Popcat. Aber ich bin überzeugt, dass auch Meme-Coins zu einem der Top-Narrative für 2025 werden könnten. Meme-Coins sind nämlich längst kein Nischenmarkt mehr, sondern ein eigenständiger Sektor wie DeFi oder NFT. Die Meme-Coin-Dominanz ist von nur 0,87% vor 2 Jahren auf 2,58% am Ende des dritten Quartals 2024 gestiegen. ArcStreams lineare Wachstumsprognosen deuten sogar darauf hin, dass dieser Marktanteil bis 2030 fast 8% erreichen könnte. Mitte November, ihr Lieben, hatten wir im Meme-Coin-Sektor einen absoluten Peak. Wir hatten eine Market Cap von über 120 Milliarden Dollar. Das ist ein riesiger Sprung gewesen. Wir hatten noch vor wenigen Wochen 60 Milliarden Dollar, mit denen eben ArcStream linear gerechnet hat. Also deren Prognose von 3,5% Dominanz für 2025 haben wir damit schon längst übertroffen. 120 Milliarden von 2,8 Billionen sind nämlich etwa 4% des gesamten Marktes. Ich habe mich gefragt, war das schon der Vorgeschmack auf einen Superzyklus? Also ich meine, so einem echten Superzyklus, wo Bitcoin den Markt antreibt und wir eine Gesamtmarket Cap von 10 Billionen US-Dollar sehen könnten. Da könnte ja der Meme-Coin-Sektor bei einer Dominanz von 10% auf eine Market Cap von 1 Billion Dollar wachsen. Also nur für Memes. Ich meine, das könnte ein paar wenige Memes entweder in die Top 100 katapultieren oder eine ganze Welle davon in die Top 500. Spürst du schon die Fu? Ist diese Angst, etwas zu verpassen? Und genau das ist der Treiber hinter Meme-Coins. So funktionieren sie. Wenn sich der Markt im Aufschwung befindet, dann legen Meme-Coins oft um das 5- bis 10-fache im Vergleich zu anderen Kryptowährungen zu. Es gibt Schätzungen dazu. Du hörst dann lauter Geschichten von Tradern, die mit Memes Millionen gemacht haben. Es sind diese viralen Botschaften, die sich wie die Wellen in den Communities ausbreiten. Jeder von uns will doch irgendwie schnell reich werden, oder? Und dann denkst du dir, tja Mann, ja, wieso nicht? Wenn dieser Typ mit PayPal Geld gemacht hat, dann kann ich das ja auch, oder? Also was machst du? Du imitierst dieses vermeintliche einfache Erfolgsrezept, schmeißt dein Geld in Coins wie Popcat oder was auch immer gerade gehypt wird rein. Doch dann, nach der bullischen Phase, wenn die Kurse fallen und du nicht rechtzeitig verkaufst, dann fängst du an, Meme-Coins zu hassen. Dann heißt es plötzlich, wow, shit, ey, Meme-Coins sind sinnlos, Scam, Shitcoins. Ja, und was machst du dann? Dann verkaufst du aus Frust. Wer kauft jetzt noch? Verkaufen ist bald angesagt. Das ist gerade Kindergeburtstag. Das dauert noch 10 bis 12 Monate, bis wir den Mond erreichen. Aber sobald die Preise wieder explodieren, beginnt ein neuer Zyklus. Eine neue Welle von Anlegern springt auf, während die Erfahrungen der alten Welle einfach weggespült werden. Und das Spiel geht wieder von vorn los. Warum ist es so schwer, mit Memes reich zu werden? Weil das Geld sich auf Millionen von Coins verteilt. Die Märkte sind extrem verbessert. Allein auf der führenden Meme-Coin-Plattform PumpFund von Solana werden täglich tausende neuer Tokens erstellt. Seit der Einführung sind dort über 3 Millionen Tokens entstanden. Nur 1% von diesen Tokens da erreicht jemals eine Market Cap von über 69.000 Dollar. Also 99% aller Meme-Coins scheitern schon, bevor sie überhaupt richtig starten. Und genau das macht diese Renditen im Meme-Coin-Sektor so absurd hoch. Den einen Gewinner zu finden, der eben nicht scheitert, es ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Von den über 5 Millionen PumpFund-Wallets, nochmal, PumpFund. Von den über 5 Millionen PumpFund-Wallets befinden sich aktuell mehr als die Hälfte, Stand des Videos, 2,9 Millionen im Minus, 2,4 Millionen im Plus. Aber, ihr Lieben, jetzt kommt's, von diesen über 80% dieser Wallets, die im Plus liegen, die haben nur einen Profitbereich von ungefähr 0 bis 1000 Dollar. Das heißt, nur etwa 200.000 Wallets erzielen einen Profit zwischen 1000 und 10.000 Dollar. Weniger als 1000 Wallets haben über 1 Million US-Dollar Profit gemacht. Die Gewinnverteilung ist also extrem ungleich. Eine Recherche von Crypto News ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Meme-Coin auf PumpFund 10.000 Dollar Profit zu machen, bei gerade einmal 0,046% liegt. Das ist weniger als die Chance, NASA-Astronaut zu werden. Verrückt, oder? Die liegt nämlich bei 0,055%. Ja, dann wäre ich doch lieber NASA-Astronaut.
Erinnert ihr euch noch an den Squid Game Token? Der Token wurde 2021 auf der BNB-Chain eingeführt und basierte auf der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game. Eine ziemlich geile Serie. Doch es war ein klassischer Rugpull, eine der häufigsten Betrugsmaschen im Kryptospace. Die Entwickler sammelten über $3 Millionen ein, nur um dann von heute auf morgen die Pools zu leeren. Das siehst du hier in diesem Explorer. Über 40.000 Investoren verloren dann ihr Geld. Wer in Meme-Coins investiert also, sollte sich der Risiken bewusst sein. Betrugsmaschen wie Rugpulls sind keine Seltenheit. Wahrscheinlich sind über 90% aller neu erstellten Tokens also im Ernst Shitcoins. Betrüger wissen ganz genau, wie sehr wir auf große Gewinne hoffen und nutzen aus, dass viele von uns neu und unerfahren im Space sind. Wie kannst du jetzt deine Chance auf Gewinne erhöhen und gleichzeitig dein Risiko auf Flops und Scams reduzieren? Dafür habe ich jetzt ein Werkzeug für dich. Meine Meme-Coin-Wellenmatrix. Mit dieser Matrix, die ich für dich erstellt habe, kannst du Meme-Coins gezielter auf ihr Gewinnpotenzial checken und deine Erfolgschancen steigern. Aber es ist wichtig, klarstellen möchte ich, es gibt keine Garantie auf Erfolg. Wenn du tiefer in die Analyse von Kryptoassets eintauchen willst, findest du auch in meinem Online-Kurs weitere hilfreiche Tools. Ich habe fundamentale Checklisten drin, Warnsignale, also Red und Yellow Flags sage ich dazu, Punkteschema, vieles mehr. Schau gerne in den Link unten in der Beschreibung. Jedenfalls kommen wir jetzt zum spannendsten Teil, eure Top-Meme-Coins für 2025. Ich habe euch auf X und YouTube gefragt, welche Meme-Coins man nächstes Jahr unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Eure Teilnahme unglaublich. Allein auf X 136 Kommentare, glaube ich. Danke allen fürs Mitmachen, mega. Wenn du mich noch nicht kennst und in Zukunft auch bei solchen Umfragen mitmachen möchtest, einfach auf den Abo-Button klicken, wirst du in Zukunft benachrichtigt. Community-Posts kannst du folgen, auch auf Insta und X findest du mich. Wir schauen uns jetzt eure Top-Meme-Coins an. Ich habe hier mal so eine kleine Übersicht erstellt und ein paar andere lese ich jetzt einfach mal so vor. Einige davon kennt man natürlich, aber manche waren auch für mich komplett neu. Fangen wir mal den Coin-Klassikern an, die ihr kennt aus dem Meme-Coin-Sektor. Dogecoin, Klassiker, Floki, Shiba Inu, Pepe. Daneben gab es aber auch die größeren Coins wie Bonkbret, Popcat, MEW, WEF und so weiter. Aber ihr habt das total verrückte, angesagte Coins auch genannt. Turbo, Diamonds Cat, Dog Elon Musk, Baby Doge, Giga, Gome, Apu, NPC, Coco, Myro, Ponkel, Pepu, Maneki, Solama, SPL, Peno und so. Und gerade total angesagt, Peanut the Squirrel, komme ich gleich nochmal drauf. Andere vertrauen neben Solana-Memes auch auf Avalanche, Base, Sui, Casper, Cardano oder IOTA mit Memes dann wie Chuck on Base, Mary, Joanna on Base, Nacho, Snack, Cock, Inu, FOMO Fox, ich glaube Sui. Schon witzige Namen. Auf Bitwavo kannst du einige der Large- und Midcaps kaufen. Ich habe mal geguckt, Bonk, Brett, Floki, Shiba, Simon's Cat, Ponke, Popcat, NPC, Mockcoin, MEW, glaube ich. Den Link zu Bitwavo findest du ebenfalls unten in der Beschreibung, falls du noch nach einer passenden Börse suchst. Schon geil, schon geile Namen. Mary Chuano on Face. Alter, wer denkt sich sowas aus? Alright, lass mich dir jetzt die Meme-Coin-Wellenmatrix vorstellen. Hier siehst du den Bild. 5 Wellen. Die ersten 3 Wellen sind deine Grundlage. Kategorie und Community, Chain und Utility, Entstehungsjahr und Historie. Sie helfen dir dabei, das Basispotenzial eines Coins einzuschätzen. Hier geht es also darum, dass du so die Substanz des Projekts verstehst und schon mal die ersten Risiken wie Scams oder Flop-Potenziale identifizierst. Dann hast du die 4. und die 5. Welle, die bringen die Spekulation ins Spiel. Ich spreche davon vom Multiplikatorpotenzial. Das ist Market Cap und Listing und Vertikale und Narrative. Diese Multiplikatoren könnten das Gewinnpotenzial um das X-fach erhöhen. Je stärker du auf den schnellen X-fachen Gewinn setzt, desto höher das Risiko ist klar. Legen wir los. Die erste Welle, Kategorie und Community, ist die entscheidendste Welle, denn der aktuelle Wert, wie der potenzielle Wert in der Zukunft eines Meme-Coins, hängt fast vollständig von seiner Online-Community ab. Die meisten Meme-Coins sind Tier-Meme-Coins. Die beliebtesten sind Hunde, Dogecoin und Co. Katzen, MEW, Popcat, Nacho war ein Beispiel, Frösche wie Pepe. Dann gibt es aber auch so trendigere Tiere, Eichhörnchen wie Peanut the Squirrel,
Hühner, Lamas sind noch gerade ziemlich angesagt, habe ich mitbekommen. Fische jetzt seit neuestem, Enten auch momentan gerade drin, warum auch immer. Schlangen, Affen, alles, was der Zoo gerade so hergibt. Weitere beliebte Coins sind Kulturmemes, wie Harry Potter, Obama, Sonic, 10 INC, politische Memes, denk an die Trump-Wahlen, Elon Musk-Memes oder AI-Memes. Viele neuere Coins sind im Grunde aber auch einfach weiterentwickelte Kombinationen von mehreren Phänomenen oder einfach süßere Varianten. Ne? Dogecoin, Baby Doge. Trump, Baby Trump. Warum auch immer der süß sein soll. Dogecoin, Dog with Head und so weiter. Memecoin, der aus einem bekannten Buch, einem Comic oder einem viralen Internetphänomen kommt, hat oft bessere Chancen. Je einfacher, klarer und lustiger die Botschaft ist, desto eher können sich Menschen damit identifizieren. Memecoins mit Tier- und Kultthemen haben langfristig mehr Potenzial als irgendwelche Emoji-Coins oder Dollar-to-the-Moon-Symbole. Unter den Tieren sind die Hunde, wie gesagt, sehr beliebt, die beliebtesten. Doge, Floki und Shiba Inu konnten deswegen viele neue Investoren anziehen. Daneben ist die Stärke, Qualität und die Größe der Online-Community auf Plattformen wie YouTube X, Telegram, Discord oder Reddit entscheidend. Je größer, aktiver, aber auch je loyaler die Community ist, desto größer das Potenzial. Ein Beispiel: Simon's Cat Token basiert auf der beliebten Zeichentrickserie Simon's Cat, hat aber schon über 6,3 Millionen YouTube-Abonnenten. Der CAT, also Cat Token, kann damit potenziell auf ein solides Fundament loyaler Fans zurückgreifen. Der Insta-Star Peanut the Squirrel hat fast 1 Million Follower auf Insta. Auf die Nachricht hin, dass das beschlagnahmte Tier dann im November von den Behörden eingeschläfert wurde, ging diese Botschaft total viral. Das nutzte man und man schuf mit Peanut einen Meme-Coin. Aufgrund dessen schätze ich jetzt die Community mit einer massiv hohen viralen Aktivität ein, langfristig aber weniger loyal als ein Kultklassiker-Coin. Welle 2, Chain und Utility. In dieser zweiten Welle analysierst du die Blockchain, auf der der Meme-Coin aufgebaut ist. Warum? Weil Meme-Coins im Grunde sowas wie gehebelte Vermögenswerte, also ohne einen richtigen Hebel sind, die direkt vom Erfolg der zugrunde liegenden Chain abhängen. Je besser also jetzt die Blockchain performt, desto eher kann auch der Coin darauf performen. Ich persönlich sehe großes Potenzial für 2025 bei einigen Bitcoin-basierten Memes, aber auch Solana oder Base können interessant werden, gerade dann, wenn sie im Bullrun als kostengünstige alternative Netzwerke genutzt werden. Sui-basierte Memes könnten eben aufgrund des derzeitigen Hypes und der Entwicklerinitiativen, die für 2025 geplant sind, ebenfalls spannend sein. Daneben gibt es Tokens wie Floki, die sind auf mehreren Chains, in dem Fall ETH, BNB, aktiv, also die laufen darauf. Mehrere Chains heißt potenziell mehr Käufer, mehr Reichweite und damit mehr Erfolgschancen. Außerdem solltest du prüfen, ob der Meme-Coin ein reines Spaß-Asset ist oder tatsächlich zusätzliche Utility bietet. Shiba Inu hat zum Beispiel mit Shiba Swap eine eigene DEX aufgebaut und baut auch weitere Anwendungsfälle für den Token aus. Dogecoin dagegen ist ein absoluter Sonderfall. Das ist wichtig, Dogecoin hat selbst eine eigene Blockchain mit eigenen Minen. Also Dogecoin ist quasi die Chain, was es einzigartig und zusätzlich so wertvoll unter allen Memes macht. Welle 3, Entstehungsjahr und Historie. In dieser Welle schaue ich mir an, wie lange es den Meme-Coin schon gibt und wie er entstanden ist. Hier geht es darum, das Basisrisiko durch die Volatilität als Kriterium zu bewerten. Ja, Meme-Coins sind von Natur aus einfach hochvolatil, extrem spekulativ, weil, warum? Klar, kein Anwendungsfall, das heißt viel stärker durch Emotionen der Anleger getrieben und das schlägt sich dann in heftigen Wellen in Preisschwankungen nieder. Die ältere Generation, Shiba Inu oder Floki aus den Jahren 2020, 2021, die haben bereits einen Bärenzyklus durchlebt und überstanden. Diese Coins besitzen, ich sage dazu, ein gewisses Renaissance-Potenzial. Das heißt, in ruhigeren Marktphasen können sie wiederbelebt werden. Allerdings haben sie oft schon viel von ihrem Wachstumspotenzial ausgeschöpft. Die jüngeren Memes aus den Jahren 2023, 2024 haben dagegen noch keinen richtigen Bullrun erlebt. Sie besitzen ein höheres One-Shot-Potenzial. Das heißt, einmal kräftig nach oben schießen, dann wieder fallen. Es liegt oft daran, dass die Communities noch nicht über die Jahre gewachsen und gefestigt sind. Also merkt ihr, Sprichwort, alte Wellen sind stabiler, neue Wellen volatiler.
Viele der neueren Memes werden auch als Airdrops häufig Anhalter der zugrunde liegenden Chain verteilt. Ist auch ganz interessant. Das führt dazu, dass dann eben diese Early-Adaptoren, also die von Anfang an dabei waren, meistens stärker profitieren eben als die spätere Anlegerwelle. Multiplikator X-Welle, die Welle 4, Market Cap und Listing. Ja, in dieser Welle geht es um die Multiplikatoren. Das sind die Faktoren, die das Potenzial eines Coins vervielfachen können. Hier betrachtest du weniger als das Basispotenzial, sondern du überlegst dir, ja, welche zusätzlichen Elemente könnten jetzt den Kurs boosten. Ein Large Cap Coin wie Dogecoin hat zwar eine stabile Market Cap, bleibt auch meiner Meinung nach nachhaltiger in den Top 10. Aber ich erwarte jetzt hier nicht so einen explosiven 1000% Gewinn. Dafür ist das Risiko deutlich geringer und du musst nicht ständig Angst haben, jetzt den optimalen Verkaufszeitpunkt zu verpassen. Anders sieht es bei Low-Cap-Meme-Coins aus. Coins, die nur auf dezentralen Börsen oder kleinen Plattformen gehandelt werden, die können enormes Wachstumspotenzial haben oder eben ein Risiko für Betrug. Zu unserem Eichhörnchen Peanut the Squirrel zurück. Dieser Peanut, PNUT-Coin, startete im Herbst als Low-Cap, schafft es in einer Woche plus 2000% zu machen, nachdem er schnell auf den großen Handelsbörsen wie OKEx und Binance gelistet wurde. Mein Tipp an dich, auch bei einem Spaßportfolio kannst du in Blue-Chip-Memes und Midcaps diversifizieren, um Chancen wie Risiken auszugleichen. Übrigens, beim Thema Market Cap und Kennzahlen solltest du noch die Unit Bias kennen. Die Unit Bias ist ein Störfaktor und macht es oft schwierig, das wahre Gewinnpotenzial von Meme-Coins einzuschätzen. Meme-Coins werden häufig zu extrem niedrigen Preisen pro Einheit gehandelt und das manipuliert unser Anlegerhirn. Schau dir mal beispielsweise Bonk an. Du siehst 4 Nullen hinter dem Komma. Mit 100 Euro könntest du heute über 2 Millionen Bonk-Tokens besitzen. Erst denkst du dir, ja Mann, geil. Wenn ich Millionen von Tokens habe, da muss ich doch reich werden, oder? Klingt super, oder? Aber 100 Euro sind 100 Euro. Egal, ob du sie in Bonk, Solana oder was auch immer investierst. Wir neigen also dazu, große Mengen von günstigen Einheiten attraktiver zu finden als kleinere Mengen teurer Coins. Und das ist der Unit Bias. Der Unit Bias verstärkt unsere Gier. Die Gier ist bei Meme-Coins ohnehin schon sehr stark angeheizt. Also denk dran, Augen auf beim Schnäppchenkauf. Welle 5, Multiplikator XX, vertikale Narrative. Diese letzten Welle geht es um die Frage, was kann jetzt eine Meme-Coin 2025 wirklich durch die Decke gehen lassen? Also wirklich, welche Multiplikatoren könnten den Coin pushen? Und hier spielt das Narrativ eine riesige Rolle. Trendthemen wie künstliche Intelligenz, Hype-Chains wie Sui, Entwicklungen wie Bitcoin Runes, bekannte Persönlichkeiten wie Elon Musk, Michael Saylor, Larry Fink. Das Narrativ, zum Beispiel der Erste auf der Chain zu sein, auch ein interessantes Narrativ. Und das alles kann als Multiplikator wirken. Magst du Beispiele? Floki, eine Mischung aus Elon Musk und einem Hundethema. DOG, also Dog, der erste Meme-Coin auf Bitcoin, kombiniert mit dem Hundethema. Turbo, künstliche Intelligenz und eine Frosch und eine Kröte als Thema. Nacho, die erste Katze auf Casper. Du findest ein Video zu Casper auf meinem Kanal. Dann Glub Sui, der allererste Coin auf der Trendchain Sui. Und bei unserem Paradebeispiel PNUT, also Peanut, kam einfach die perfekte Narrativmischung zusammen. Tiermeme, Elon Musk und Trump, da waren die US-Wahlen in der Zeit auch, die schon den Fokus auf die beiden gelegt hatten. Dann kam TikTok, Insta als Verbreitungsplattform. Dazu kam Token auf Solana, eine sehr schnelle, gerade momentan sehr positiv performende Chain, mit Listings auf Binance und OKEx. Dann die Botschaft gegen die Umweltbehörde und dann der Tod, der die Aufmerksamkeit viral steigerte. Und all das führte zum 2000% Pump in nur einer Woche. Aber wusste man es sicher? Nein! Niemand von uns kann die Glaskugel lesen. Und am Ende geht es einfach nur darum, wer die Botschaft am schnellsten liest. Und deswegen gibt es auch Top-Trader, die dank Echtzeitanalysen und Tools schneller reagieren können als der Rest von uns. Aber selbst die, ihr Lieben, ehrlich, die wissen doch meistens selbst nicht, wie die das geschafft haben. Die hatten einfach nur Glück. Das Gute ist aber, es wird immer wieder neue Memes geben. Vielleicht ja auch mal sowas wie einen Dubai-Schokoladen-Token. Wie wär's mal damit? Dieses Video ist jetzt für dich gewesen, damit du verstehst, wie Meme-Coins funktionieren und ihr Potenzial dahinter. Wie sehe ich jetzt die Zukunft von Memes? Ich glaube, dass Meme-Coins eine wichtige kulturelle im Space einnehmen werden. Meme-Coins sind nämlich massentauglich. Sie sind schneller handelbar, sie sind viel liquider als NFTs. Sie erzeugen Nachfrage, das heißt, sie bringen den Blockchains mehr Transaktionen, also
mehr Einnahmen. Börsen bringen sie höhere Handelsvolumina, ergo mehr Einnahmen. Und Promis mit ihren eigenen Memes haben mehr Einnahmen. Ist doch logisch, dass Meme-Coins, deswegen aus ökonomischer Sicht, überall angeboten werden, oder? Ist mal groß gedacht. Was passiert, wenn institutionelle Investoren einsteigen? Also Meme-Coins. Meme-Coins sind in Ländern wie Japan eh schon extrem beliebt. Sollte so ein Superzyklus kommen und Institutionen Dogecoin oder von mir aus andere Blue Chips aufgreifen, ja, dann könnte Dogecoin wirklich to the moon gehen, oder? Vielleicht werden der Meme-Coins eines Tages eine spekulative, aber akzeptierte Anlageklasse. Alles ist möglich. Der Sektor entwickelt sich ja glücklicherweise auch weiter. Es gibt ja Utility-Meme-Coins mittlerweile, die Gewinne an Gesundheitsorganisationen spenden. Denn, ihr Lieben, ich hoffe, dass Sie bei all dem Spaß nicht vergessen, warum wir hier sind. Kryptowährungen, Bitcoin und einige Altcoins sind Teil unserer Zukunft, wo Blockchain-Technologie unsere Welt bereichern wird. So, das war's. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schau dir auch gleich das nächste Video an. Ich habe für dich im Angebot Bitcoin NFT einfach erklärt Video, wenn du gerade so ein Thema Meme-Coins auf Bitcoin interessant findest. Oder wenn wir schon beim Thema Dogecoin sind, es gibt ein Dogecoin einfach erklärt Video auch bei mir auf dem Kanal. Ansonsten schau dich einfach um, da gibt's alles Mögliche. Und bis dahin bleib ich von Krypto fasziniert. Mach's gut. Ciao.